Hey, lass uns über einige echt interessante Autos reden, die einen besonderen Platz in der Geschichte haben. Der Mercedes-Benz 170S war ein bedeutendes Upgrade gegenüber dem 170V. Er hatte einen größeren, leistungsfähigeren Motor und verbesserte Ausstattung. Der 170S war das erste Fahrzeug von Mercedes-Benz, das das S im Namen trug und fand Anklang als Exekutivauto. Er basierte auf dem 230-Modell und sollte den Weg für den 170 VX ebnen, aber wegen Kriegsbeschränkungen kam dieser nie in die Produktion. Der Trabant 1.1 Universal 1.1 ist mit einem 1,1 Liter Motor ausgestattet, der 41 PS leistet und ein maximales Drehmoment von 74 mm bei einer Drehzahl von 3500 UMI entwickelt. Damit beschleunigt der Trabant in 22 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h. Der Ford P7, der als Ford 17M 20 mm und 26 mm bekannt war, war ein Oberklassewagen von Ford in Köln. Diese Modelle hatten V4 oder V6 Motoren und Hinterradantrieb. Projekt 7 war nach dem Zweiten Weltkrieg die 7. neue Pkw-Konstruktion von Ford. Zwischen 1967 und 1991 wurden 567 und 481 Einheiten produziert. Im Frühjahr 1972 wurden die 20 MB und 26 M durch den Ford Granada ersetzt, während der 17M durch den Ford Consul abgelöst wurde. Der Mercedes-Benz 170S war im Vergleich zum 170V um 177 mm länger und 105 mm breiter und besser ausgestattet. Er hatte einen größeren Motor mit 1767 Kubikzentimetern und 52 PS, was eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h ermöglichte. Auch die Vorderradaufhängung wurde verbessert und bestand nun aus Doppelquerlenkern mit Schraubenfedern. Der Alfa Romeo Spider ist ein ikonisches Cabriolet des italienischen Herstellers Alfa Romeo. Die ersten 4 Generationen, die als Baureihen 105 und 115 bekannt sind, wurden von 1966 bis 1993 produziert, was den Spider zu einem der am längsten weitgehend unverändert gebauten Cabriolets macht. Die späteren Generationen ab 1995 sind eigenständige Neuentwicklungen. Der 1985 Ford F250 ist ein Beispiel für robuste Haltbarkeit und amerikanische Ingenieurskunst. Dieses Arbeitspferd aus der 7. Generation der F-Serie führte erhebliche aerodynamische Verbesserungen ein und setzte neue Maßstäbe im Lkw-Design. Der F250 war sowohl als Arbeitswerkzeug als auch als persönliches Fahrzeug beliebt. Die G-Klasse von Mercedes-Benz wurde ursprünglich als Militärfahrzeug entwickelt und 1979 als ziviles Fahrzeug eingeführt. Wenn sie für militärische Zwecke genutzt wurde, wurde sie manchmal Wolf genannt. Die BMW 3er Serie ist eine Reihe kompakter Executive Autos, die seit Mai 1975 von BMW produziert werden. Ursprünglich nur als Zweitürerlimousine erhältlich, umfasst die Serie mittlerweile verschiedene Karosserieformen. Die Chevrolet C-Serie und die GMC C-Serie sind Reihen großer Pickup-Trucks, die General Motors von 1960 bis 1991 anbot. Die Serie wurde 1981 durch die GMC Sierra und 1999 durch den Chevrolet Silverado ersetzt. Die schwereren Versionen des Chevrolet Silverado HD und GMC Sierra HD folgten 2001. Der Porsche 924 ist ein Sportwagen, den Porsche von 1955 bis 1988 produzierte. Er war ursprünglich als Nachfolger des VW Porsche 914 für Volkswagen konzipiert und war ein Frontmotor-Coupé, was eine Abkehr vom Heckmotordesign der vorherigen Porsche-Modelle darstellte. Die BMW 02-Serie, produziert zwischen 1966 und 1977, war eine Mittelklasse-Serie von BMW mit zweitürigen Modellen und 4-Zylindermotoren. Die Modelle reichten vom 1502 bis zum 2002 Turbo, wobei die ersten beiden Ziffern die Motorgröße angaben. Die 02-Serie wurde aus der neuen Klasse abgeleitet und darunter positioniert. Der Opel Commodore, produziert von 1967 bis 1982, war ein Modell von Opel mit Inline-6-Zylinder-Motoren. Er war als höherwertiges Modell im Vergleich zu seinem Schwestermodell.
dem Opel Rekord, positioniert und zeigte sich durch seine größere Motorisierung und bessere Ausstattung aus. Jedes dieser Autos hat seine eigene Geschichte und Einzigartigkeit, was sie zu etwas Besonderem und Faszinierendem macht. Hey Leute, hat euch das Video gefallen? Dann lasst einen Kommentar da, drückt auf Gefällt mir und abonniert meinen Kanal. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren für Benachrichtigungen. Danke und bis zum nächsten Mal.